Hallo Leute, heute gibt es mal ein etwas anderes Video von mir. Ich möchte mit euch über meine Kanalmonetarisierung und die Hürden vom Finanzamt reden und euch mein Fazit dazu mitteilen, was ich in Zukunft hier mache. Ich möchte offenlegen, was ich bisher mit den Werbeeinnahmen hier auf YouTube verdient habe und wie es in Zukunft damit weitergeht. Ja Leute, vielleicht hört ihr es noch ein bisschen an meiner Stimme. Die ist noch nicht so ganz wieder da. Ich habe eine heftige Erkältung, einen Effekt hinter mir. Deswegen habe ich auch hier meine tolle Goonies-Tasse mit dem mit dem schön schmeckenden Husten- und Bronchialtee stehen. Meistens sind diese Tees ja immer, ja, nicht das Gelbe vom Ei, sage ich mal. Zudem sollte es in diesem Video hier ein paar Schnitte geben, die vielleicht ein bisschen drastischer sind oder man sie eher sieht wie in den anderen Videos. Dann liegt es dann daran, dass ich einen Hustenanfall bekommen habe und das natürlich euch nicht zumuten möchte und das halt rausschneide. Ja Leute, die Idee zu diesem Video kam mir, nachdem ich mal wieder Post vom Finanzamt bekommen habe. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich einen Schritt zurückgehen und euch ein bisschen was erzählen. Ja, keine Sorge, im nächsten Video gibt es wieder Neuigkeiten zu Toys, Merch und allem aus den 70er, 80er und auch ein bisschen 90er Jahren. Nur das Video hier war jetzt mehr ein Anliegen, euch den aktuellen Stand mal mitzuteilen und euch zu sagen, womit ich mich in meiner Freizeit auch so ein bisschen rumschlage bzw. rumgeschlagen habe. Um da auf den Punkt zu kommen, wie gesagt, muss ich ein kleines Stück zurückgehen. Und zwar hatte ich ja zum 1. April, und nein, das ist kein April-Scherz, sondern zum 1. April meinen Kanal wieder aufgenommen und ich habe den Kanal auch monetarisiert. Für denjenigen, der im Unklaren ist, was heißt monetarisiert. Monetarisiert heißt halt einfach, ich bin im YouTube-Partnerprogramm, das heißt, ich kann ja, Werbung schalten lassen auf meinem Kanal, auf meinen Videos und bekomme dann, wenn ihr quasi diese Werbung anschaut, vor dem Video, nach dem Video, manchmal auch mitten drin in dem Video, je nachdem wie lang das Video ist, dann bekomme ich da einen kleinen Obolus. Für YouTube steckt sich was ein. Ich bekomme eine kleine Ausschüttung, sage ich mal. Und dachte mir, YouTube schaltet sowieso, selbst bei Videos oder bei Kanälen, die nicht monetarisiert sind, schalten die Werbung davor, stecken sich somit das Geld selbst ein. Und ich dachte mir, wieso soll ich denn nicht auch Werbung schalten? Ja, ich gucke selbst sehr viele Videos, wo Werbung davor ist. Man kann sie ja wegklicken. Was ich nicht mache, ist, man kann einstellen, dass diese Werbung durchlaufen muss. Das heißt, ich kann als Zuschauer nicht die Werbung wegklicken oder ich kann angeben, dass die Werbung nach 5 Sekunden weggeklickt werden kann. Das ist das, was ich immer gemacht habe. Also die Werbung kann man bei mir nach 5 Sekunden wegklicken und muss nicht den ganzen 20 Sekunden oder 30 Sekunden Werbespot angucken. Das heißt, jeder hat selbst die Wahl, ob er das schauen möchte oder nicht. Je länger die Werbung geschaut wird, umso mehr Geld bekommt man dann. Was ich da verdient habe, das zeige ich euch auch, das möchte ich auch offenlegen. Ja, wie gesagt, ich habe zum 1. April damit angefangen und habe dann natürlich auch, wie es sich als guter deutscher Staatsbürger gehört, weil das muss man dann machen, ein Gewerbe angemeldet. Jawohl, für meinen kleinen YouTube-Kanal musste ich in Deutschland ein Gewerbe anmelden, denn sobald ich da Werbung schalte auf meinem Kanal und damit Einnahmen generiere, egal ob es ein Cent ist oder ob es Tausende von Euros sind, ich habe damit eine Gewinnabsichtserzielung, ja, das heißt, ich möchte ja Geld damit verdienen und dann muss man in Deutschland ein Gewerbe anmelden. Das habe ich als pflichtbewusster Deutscher gemacht. Ich bin zu meinem Amt hier gefahren, habe gesagt, halt hier, so und so sieht es aus. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich schalte da jetzt Werbung, das Ganze ist monetarisiert, das heißt, ich bekomme da Einnahmen und dann muss ich ja wohl ein Gewerbe anmelden. Dann habe ich mit diesen Damen wirklich auf dem Amt wirklich toll gesprochen. Die haben gesagt, ja, wir füllen das jetzt mit Ihnen zusammen aus, gar kein Problem. Und dann haben wir mich eingegliedert als Digital Creator, haben da diverse Sachen noch mit reingeschrieben.
Ja, dass ich halt auf YouTube oder auf Online-Plattformen Videos drehe, dass ich da auch mal Sachen verkaufe etc. Also alles mit drin, dass alles abgedeckt ist. Die Damen waren sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Habe dann für diese Gewerbeanmeldung 28 Euro bezahlt und dann hieß es, als nächstes bekomme ich Post vom Finanzamt, kriege dann eine Steuernummer für mein Gewerbe, weil ich habe dann ja quasi ein Nebengewerbe zugesandt und alles weitere dann da. Habe ich gedacht, okay, vielen Dank, super. Und dann habe ich erstmal weitergemacht. Was dann war, es ist dann nichts passiert, vom Finanzamt kam gar nichts. Die ganze Zeit nicht. Ich dachte mir, okay, Finanzamt, der Name Amt sagt es ja schon, ja, ist es bekanntlich nichts gegen das Finanzamt, aber es sind halt nicht die schnellsten oder sie haben sehr viel zu tun, nennen wir es mal so, demokratisch ausgedrückt. Sie haben sehr viel zu tun und dann war es mir klar, dass es halt ein Momentchen dauert, bis ich was von denen höre. So, dann habe ich irgendwann Post bekommen, das ist dann 3-4 Monate her gewesen, also ist noch gar nicht so lange her, habe ich Post bekommen, dass ich doch bitte, dass ich versäumt habe, eine Bankverbindung anzugeben. Und ohne Bankverbindung kann ich keine Steuernummer bekommen. Und das hätte ich schon längst machen müssen, etc. und so weiter. Und ich dachte mir, what? Das weiß ich doch nicht. Ich dachte, ich bekomme, nachdem ich mit meinem Bürgerbüro das Ganze gemacht habe, bekomme ich dann vom Finanzamt ein Schreiben, wie es weitergeht. Das erste, was kam, war quasi ein nicht unhöflicher, aber doch ein sehr bestimmender Brief von wegen, ich soll gefälligst jetzt meine Bankverbindung angeben, die sowohl für Ein- wie auch Auszahlungen dann vom Finanzamt genutzt wird. Und dann habe ich das Ganze auch gemacht, habe meine Bankverbindung angegeben, habe das wieder zurückgeschickt. Und dann ist wieder nichts passiert bis jetzt. Wir haben jetzt Anfang November und ich habe das wie gesagt im April gemacht und ich habe jetzt gestern, und das hat mich dazu bewogen, jetzt das Video zu drehen, ich habe gestern 2 separate Briefe des Finanzamts wiederbekommen und ja, was soll ich sagen? Es hat mich sehr gewundert, nennen wir es mal so. Der eine Brief kam, da war dann meine neue Steuernummer drin. Ja, hier Ihre Steuernummer für Ihr Gewerbe und als Gewerbe, das hat mich sehr verwundert, sage ich mal, stand Werbeagentur. Mein Gewerbe ist also eine Werbeagentur. Das haben wir nirgends so angegeben bei der Anmeldung, aber das Finanzamt hat mich als Werbeagentur einsortiert. Keine Ahnung, ob das korrekt ist für einen YouTube-Kanal. Ich weiß es nicht, da bin ich nicht zu sehr in der Materie drin. Ja, wenn es korrekt ist, alles gut, aber ich fand es sehr verwunderlich. Denn das zweite Schreiben, was ich dann aufgemacht habe, wurde mir mitgeteilt, dass ich für Quartal 2 und Quartal 3 diesen Jahres noch keine Umsatzsteuer abgeführt habe und ich das schleunigst nachholen soll, ja, weil sonst kommen die nächsten Schritte, wo ich mir dachte, was soll denn das jetzt? Was denn für eine Umsatzsteuer? Was soll ich denn da jetzt abführen? Ja? Und ja, es ist alles sehr ein bisschen verzwickt. Das hat mich dann relativ, oder nicht relativ, sondern hat mich dann sehr, sehr aufgeregt, weil in dem Schreiben stand noch dabei, dass ich, wenn ich die Umsatzsteuer für Q2 und Q3 angebe, zwingend meine Steuernummer mit angeben muss, die ich aber am gleichen Tag in einem separaten Brief erst bekommen habe. Das heißt, ich hätte vorher überhaupt auch gar keine, wenn ich eine Umsatzsteuer selbst abgeführt hätte, ich hätte es gar nicht können, weil ich diese Steuernummer gar nicht gehabt habe. Also, und ich wollte doch nur ein bisschen, ja, auf meinem YouTube-Kanal ein bisschen Werbung streuen, ein paar Euro nebenbei verdienen mit etwas, was ich sowieso mache, weil wie gesagt, nochmal, YouTube selbst stellt auch Werbung vor die Videos, nach die Videos. Wieso, wenn es dann sowieso passiert, wieso soll ich nicht davon ein ganz kleines Stück von abhaben? Dachte ich mir, dann kann ich auch meine Sammlung hier und da ein bisschen finanzieren oder refinanzieren. Und wer keinen Bock darauf hat, der kann die Werbung ja nach 5 Sekunden wegklicken. Also
Ich habe mir da nichts bei gedacht, aber dann diese Bürokratie, die hier in Deutschland herrscht, ja, wo der eine anscheinend nicht weiß, was der andere macht, oder ich bin einfach nicht für sowas gemacht, nennen wir es mal so. Da habe ich echt nur den Kopf geschüttelt. Ja, und ja, das Ende vom Lied ist, ich werde keine Werbung mehr schalten, proaktiv vor meinen Videos. Ja, ja, das hat alles nichts mit YouTube zu tun, sondern mit dem deutschen Gesetz. Das macht einfach keinen Spaß. Ja, ich kann es ja sagen, meine Videos haben Umsätze generiert zwischen 40 und 60 Euro pro Monat. Ja, wenn man sich natürlich hochrechnet, ist es natürlich toll. Ja, das heißt, keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich dann halt in einem Jahr, also einen Jahresumsatz von 500 Euro gemacht vielleicht. Ja, 500 Euro haben und nicht haben. 500 Euro ist sehr, sehr viel Geld. Ja, aber das ist es mir dann einfach nicht wert. Dieser Aufwand, ja, selbst wenn das mit der Umsatzsteuer vom Finanzamt jetzt falsch gewesen wäre und die sagen, okay, nee, wir haben uns geirrt, YouTube-Kanal, wie gesagt, 40 Euro im Monat Werbeeinnahmen oder Einnahmen durch Werbung, das wird anders da geregelt oder das müssen sie anders da machen. Mir war vollkommen klar, dass ich eine Steuererklärung machen muss als YouTube-Kanal, der Geld einnimmt durch Werbung. Das war mir vollkommen klar und vollkommen bewusst. Das wollte ich auch machen. Ja, wie gesagt, alles in die Wege geleitet, aber dieses Wirrwarr, was da jetzt kommt, von wegen halt, ja, die sind als Werbeagentur eingegliedert, ich muss jetzt eine quartalsmäßige Steuererklärung machen und die Umsatzsteuer abführen. Ich verstehe es halt einfach nicht, was hier in Deutschland los ist, ja. Ich verstehe es einfach nicht. Deswegen, Leute, ich habe mich dazu entschieden, keine Werbung mehr proaktiv zu schalten vor meinen Videos. Für euch wird sich hoffentlich ja, nichts ändern. Ja. Im Optimalfall startet das Video direkt. Im Normalfall schaltet YouTube halt Werbung davor. Es kann sein, dass ihr diese Werbung dann nicht wegklicken könnt wie bei mir, sondern dass ihr gucken müsst, um zu meinem Video zu gelangen. Da habe ich dann keinen Einfluss mehr drauf. Aber sonst ändert sich, wie gesagt, für euch nichts. Ja, ich werde aus dem YouTube-Partnerprogramm wieder austreten. Ich werde ganz normal meine Videos wieder genauso, wie ich sie bisher gemacht habe, weiterhin machen, denn es macht mir einfach Spaß, mit euch zu kommunizieren. Ich werde weiter meine Sachen zeigen, die ich gefunden habe. Ich werde Special-Videos drehen, ich werde Livestreams machen, alles Mögliche, ja, wie gehabt. Also für euch ändert sich gar nichts. Ich bin mit weiter Spaß an der Sache da dran und ja, Spaß an der Sache steht ja im Vordergrund. Wie gesagt, Werbung schalten, YouTube-Einnahmen, das war ein Tropfen auf den heißen Stein, der natürlich schön ist, wenn man ihn hat. Aber wie gesagt, das ist nicht die Intention von meinem Kanal, ja, also das ist nicht das, weswegen ich den Kanal ins Leben gerufen habe, um damit reich zu werden, damit wirst du sowieso nicht reich, ja, und Geld zu verdienen. Das war einfach ein kleiner Nebenverdienst, wo ich dann mir wieder mal was Schönes hätte für kaufen können. Das ist dann jetzt damit weg, ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, kein Einfluss auf mein Kaufverhalten, kein Einfluss auf meine Videos, auf meinen Content und so weiter, das geht alles wie gehabt weiter. Das nächste Video kommt, wie gesagt, demnächst, wo ich wieder sehr, sehr viel schöne Funde habe, sehr viele Vintage-Funde aus den 70ern, aus den 80er Jahren, wieder Sachen, die ich damals auch hatte, die ich jetzt wieder ja, reinbekommen habe, sage ich mal. Etwas ganz, ganz Tolles und noch viele weitere, auch tolle Sachen, die ich damals nicht hatte, aber jetzt endlich in der Sammlung habe. Also Leute, ich würde noch mal kurz einen Aufruf machen und sagen, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Sehe ich das zu kleinlich? Ja, sagt ihr, wieso ist doch alles toll mit dem deutschen Staat, funktioniert doch alles super? Oder seht ihr auch so wie ich, dass hier viel zu viel Wind gemacht wird für solche Sachen? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst es mich wissen und dann sehen wir uns beim nächsten Video, beim nächsten Livestream. Ich freue mich auf euch, macht's gut, euer Retro Rauner.